Pidiano, eine der schönsten und geheimnisvollsten Städte Italiens. Von hier aus starten wir zu einer 26 Kilometer langen Rundtour mit den Fahrrädern. Durch uralte Vie Cave der Etrusker, über schmale Wanderwege und hinein in ein wildes, naturbelassenes Tal. Doch mit Gravel und Tourenrädern ist das Gelände alles andere als einfach. Diese Tour wird damit zur echten Bike-and-Hike-Herausforderung. Begleitet uns auf ein mystisches Abenteuer durch Fels, Geschichte und Natur. Willkommen in Pidiano. Servus miteinander aus Pidiano. Buongiorno, herzlich willkommen. Heute scheint die Sonne, es ist schön kalt, aber egal. Wir wollen die Chance nutzen, heute noch mal eine kleine Tour hier zu machen. Ja, die Betonung liegt auf klein, es sind etwa nur 27 Kilometer. Aber wir werden einige interessante Wege erkunden. Unter anderem, ich glaube, 1 oder 2 Vie de Cavi. Das sind hier solche Höhlengänge in der Nähe von Pidiano, die sehr interessant sein sollen. Also die sehen zumindest auf den Fotos richtig spektakulär aus. Und ja, da wollen wir uns heute schon mal 2 anschauen, bevor wir morgen zu Fuß dann noch ein paar andere erkunden werden. Ja, da wollen wir gar nicht so viel im Voraus schon ausplaudern, denn da gibt es auf dieser recht kurzen Strecke doch einiges Cooles zu sehen. Und da hoffen wir, dass wir euch da ein paar schöne Bilder zeigen können und dass ihr gut unterhalten werdet von dieser wirklich ganz besonderen Kulturlandschaft und auch Naturlandschaft, die wir ja aus Deutschland überhaupt nicht kennen. Schön, dass ihr da seid und wir freuen uns, dass ihr uns begleitet auf dieser Tour durch die Landschaft um Pidiano herum. Ja, viel Spaß euch und bis gleich. Los geht's! Durch die engen steinernen Gassen radeln wir vorbei an dem berühmten jüdischen Ghetto von Pidiano, das über Jahrhunderte ein wichtiges Zentrum jüdischer Gemeinschaft darstellte und welches heutzutage ein Museum beherbergt. Mit Blick auf den beeindruckenden Aquädukt der Medici wecken uns fröhliche Posaunenklänge aus der morgendlichen Trägheit. Wir haben ja gedacht, Pidiano wäre so ein bisschen, ja im November zumindest ein bisschen ausgestorben. Aber heute ist ein bisschen was los hier zum Sonntag. Ja, etwas unerwartet jetzt, aber ist ja ganz cool. Es ist nur ein kleiner Festumzug, aber es ist einer. Ja, keine Ahnung, was da jetzt heute anders ist. Aber finden wir vielleicht noch raus. Die ziehen jetzt bestimmt ja einmal durch die engen Gassen. Ach cool. Die hätten wir dann noch mitbekommen, wenn wir jetzt in der Unterkunft geblieben wären. Ja, naja. Schön. Jetzt verlassen wir aber dieses nette Örtchen. Wir fahren erstmal auf die Panoramastraße und dann werden wir wahrscheinlich schon das erste Mal irgendwo absteigen müssen, weil es geht dann ziemlich steil durch diese Via Cave, dann bergauf. Und ich denke mal, das wird nicht so gut mit dem Fahrrad machbar sein. Genau. Deswegen haben wir unsere Bike-and-Hikes bzw. Flips heute wieder mit, dass wir die auch auf den Rücken setzen können notfalls. Und dann geht es mit Schieben oder Tragen auch einfacher. Ja, das kriegen wir hin auf jeden Fall. Belebt und gestärkt von diesen schwungvollen Tönen satteln wir auf und fahren bergab aus der Altstadt heraus, während uns die Sonne entgegenstrahlt. Hier bekommen wir direkt nochmal einen fantastischen, wenn auch kurzen Blick auf den riesigen steinernen Aquädukt, bevor wir eine Abzweigung steil bergauf fahren. Halleluja! Buongiorno. Wir befinden uns nun auf der Panoramastraße, die sich an den Hang geschmiegt einmal um das historische Pidiano herumlegt. Unmittelbar an der Schotterstraße und in Sichtweite der letzten Gemäuer der Stadt beginnt unsere Reise in die Zeit der alten Etrusker.
Madonna delle Grazie. Der Joke ist mittlerweile echt alt, aber wer weiß, wie lange der schon hängt. Wobei der Aufkleber sieht noch recht neu aus. Naja, ich glaube, sowas gibt es in Baden-Württemberg nicht. Ja, ich glaube, der ist hinter dem Zaun. Bald schon gelangen wir aus dem Schatten des Hohlweges ans Tageslicht, wo wir zurück in die moderne Zivilisation katapultiert werden. Wir rollen bergab auf die Straße, entdecken aber nur ein paar Meter später die andere Abzweigung der Via Cava di Portiocane. Der Hund bellt sich kaputt. Ja, hier gibt es mehrere Abzweigungen von diesem Weg und viele Höhlen. Wobei, also manche sehen so aus, als wären sie noch irgendwie in Benutzung. Boah, ich weiß nicht, wo das hier hinführt. Sieht auch ziemlich zugewachsen aus dort oben. Ja, und leider liegt in vielen auch Müll rum einfach. Autoreifen, in der lagen jetzt auch welche Pokale drin. Aber gut, trotzdem interessant, sich vorzustellen, dass hier früher vielleicht Menschen drin gelebt haben auch. Unterhalb von Pidigliano. Also ich habe jetzt gerade irgendwie gelesen, dass das wahrscheinlich Weinkeller waren oder sind. Und hier sieht man auch nochmal auf der Abbildung, wie das dann aussah. Wir wüssten auch gern, was so alles unterhalb von der Altstadt von Pidigliano, wo wir auch unsere Unterkünfte haben, noch so für Gewölbe sind und Keller und was weiß ich nicht alles, was man vielleicht noch erkunden könnte. Wäre mal interessant zu wissen, ob es da irgendwelche Führungen vielleicht sogar gibt. Haben wir uns noch nicht drüber informiert. Naja, egal. Heute geht es erstmal darum, sich das überhaupt mal anzuschauen. Noch eine. Nur 2 Minuten entfernt sollte uns mit der Via Cava di Fratenuti ein längerer, spektakulärer Felsengang erwarten, der uns jedoch gleich zu Anfang eine kleine Herausforderung bescheren sollte. Einfach überflutet ist. Aber vielleicht soll man hier links davon lang gehen. Es wird jetzt eine Aktion hier. Das war eine Aktion, ja. Da gibt ja keine Blutegel drin. So, Vorbereitung. Schuhe machen wir jetzt einfach auf den Gepäckträger, weil die sind ja auch ordentlich dreckig. Sind wir mal gespannt, wie kalt das hier alles ist. So, ich hoffe, das hält. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir probieren es einfach mal. Wir probieren es mal. Na dann. Oh, es ist gar nicht so kalt. Nicht? Sagst du das jetzt, um mich zu motivieren? Es ist absolut nicht kalt. Ist nicht nur gelogen. Also baden würde ich nicht drin. Vielleicht nur, weil ich nicht weiß, was hier alles drin rumschwimmt. Aber boah, das ging doch einfacher als gedacht. Geht doch, oder? Ja. Dann gehe ich erstmal wieder rüber und hole die Kamera. Langsam ist kalt, oder? Jetzt wird es so langsam kalt an den Füßen. Schnell abtrocknen und warm werden wieder. Auf jeden. Also Anne geht schon vor, aber ich werde mir gleich hier die Schuhe anziehen. Ich will dann schon mal über diesen Matsch laufen. So. Und es ist gar nicht mein Handtuch, es ist meine Regenhose. Super. Buongiorno. Buongiorno. No ragazzi, si passa!
Calma, una alla volta senza cadere. Ora si cerca di trovare il verde. Loro si bagnano pieni. Intanto fate passare lui, fategli spazio, via, toglietevi di mezzo. Chi è? Lui lì. Oh mein Gott, ey. Natürlich habe ich nicht das Handtuch reingepackt, sondern meine Regenhose, die ich heute wahrscheinlich nicht brauchen werde. Verdammter Mist. So, die klettern da jetzt rüber. Ich hätte mir ja gern schon da vorne die Füße trocken gemacht, als ich noch auf diesen Stein da stand. Wenn nicht noch durch diesen kalten Schlamm hier zu gehen. Aber ja, mit dieser Reisegruppe da jetzt war es natürlich wieder perfektes Timing. Super, also wir haben jetzt ein bisschen Eisbaden für die Füße gemacht und ja, sie sind offenbar sehr kalt geworden. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir einfach jetzt mal ein bisschen bergauf laufen. Ja. Wir schieben jetzt die Räder, war sowieso so geplant, dass wir die Räder schieben, denn anfahren ist hier für uns wahrscheinlich nicht zu denken. Nee. Und deswegen passt es ja ganz gut, da wärmen wir die Füße ein bisschen auf. Ich glaube, ohne Federung hier hoch, das wird nichts. So, dann schieben wir mal ein Stück. Oh, die Füße. Das ist krass, wie die erst im Nachhinein so irgendwie einfrieren. Wow. Ja, Wahnsinn. Ich frage mich, also wie ist das hier entstanden? Durch Lava irgendwie oder doch einen kleinen Fluss, der sich hier also Bach, der sich hier durchgegraben hat? Also menschengemacht ist das ja nicht. Ich dachte schon. Meinst du, das ist menschengemacht? Aber wie haben die das gemacht? Also die Pyramiden wurden auch von Menschen gemacht. Ja, da haben sie Steine aufeinander getürmt und sich durchgeschlagen. Also Ja, und schon ich glaube crazy. aber dieses Gestein ist halt relativ porös. So wie, eher wie Sandstein, Tuffstein ist das irgendwie. Aber na gut, andererseits, es kann ja auch keiner so richtig hundertprozentig genau wissen. Das ist ja, liegt ja ein bisschen im Dunkeln. Ja, krass. Auf jeden Fall beeindruckend. Die Forschung geht davon aus, dass die Via Cave in der Tat menschengemacht sind und wahrscheinlich in der Epoche der Etrusker errichtet wurden. Wie alt diese Wunderwerke wirklich sind, ist in der Fachwelt ebenso umstritten wie der genaue Zweck, den die Via Cave erfüllten. Hier sieht es erstmal so aus, als könnte man ein Stück fahren. Das werden wir nutzen. Und los. Als gesichert gilt, dass die Via Cava di Fratenuti in der Zeit der Römer die Rolle einer Verbindungsroute zur römischen Fernstraße Via Clodia einnahm, welche von Rom nach Genua führte. Einige Historiker vermuten, dass die Vie Cave als Schauplatz für religiöse Prozessionen errichtet wurden. Der Glaube der Etrusker war stark von Ritualen geprägt und betrachtete den Tod nicht als einen radikalen Abschied, sondern als einen Übergang in ein neues Leben im Jenseits. Deswegen erbauten sie auch die Nekropolen, die Stätte der Toten, um den Verstorbenen einen Platz zu geben, an dem diese weiterleben könnten. Auch die tiefen und dunklen Vie Cave könnten in dem damaligen ritualisierten Glauben eine wichtige symbolische Rolle gespielt haben. Also das wäre ja astreine Burg in der sächsischen Schweiz. Plötzlich ist man im Nirgendwo auf der Straße.
So kennen wir das hier. Na, das war ja schon mal ein kleines Abenteuer. Cool. 3,3 Kilometer sind gemacht. 24 to go. Boah, jetzt wird's warm direkt. Ich glaube, ich ziehe jetzt mal ein paar Schichten aus. Oh, ich denke mal, abenteuerlichste Part ist jetzt auch schon geschafft von der ganzen Tour. Jetzt sind wir hier auf einer Strada Provinciale, ja, die jetzt kaum befahren sein sollte. Und auch wenn wir jetzt die ganze Zeit leicht bergauf fahren, uns jetzt einfach mal die Möglichkeit gibt, ein bisschen zu entspannen, uns auszuruhen und wieder Kräfte zu schöpfen. Das war ja doch recht anstrengend, auch die Räder da eben hochzutragen. Auf alle Fälle. Und jetzt geben wir uns deswegen erstmal ein bisschen Straßenradeln, bis wir davon dann wieder genug haben. Denn es bleibt jetzt nicht dabei, sondern am Ende gibt es dann nochmal einen abenteuerlichen Part. Da geht es dann auf einen Wanderweg, den man aber auch mit dem Mountainbike fahren kann. Und so selbstsicher wie wir sind, haben wir uns gedacht, wenn da Mountainbikes lang fahren können, dann können wir das auch. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen und fahren jetzt erstmal in ein kleines Örtchen namens San Quirico oder so. Und das dauert jetzt auch ein paar Kilometer. Ich denke mal, allzu viel wird auf der Strecke da jetzt nicht passieren. Wir sehen uns aber dann gleich wieder. Ausgrabungsstätten, Nekropolen, Vie Cave. Archäologische Highlights finden sich rund um Pitiano in großer Zahl. Wir sind total fasziniert von dieser kleinen Stadt, in der so viel Geschichte steckt und die schier unendliche Geheimnisse aus der Vergangenheit verbirgt. Die Fahrt auf der Straße nutzen wir jetzt, um die vielen neuen Eindrücke und Gedanken noch einmal Revue passieren zu lassen. Nach einer ereignisarmen Strecke entlang von Feldern und Landgütern erreichen wir unseren Zwischenstopp, die Gemeinde San Quirico. Hier wollen wir eine Pause einlegen. Rückblickend eine gute Idee bei allem, was auf der weiteren Strecke noch vor uns liegen sollte. Ja, da sind wir jetzt in San Quirico, müsste es eigentlich heißen. Und ja, besonders einladend ist der Ort nicht. Oh, jetzt sehe ich da vorne das erste Mal Menschen hier durch diesen Ort laufen, sogar 2 Stück. Die machen hier einen Spaziergang. 2 Stück. Ansonsten sieht man hier, es ist aber ist uns schon öfter jetzt aufgefallen in diesen kleinen Dörfern und kleinen Städten, es sind wie ausgestorben. Ja, hier Ja, fahren niemand auf der Straße. also nur Autos auf der Straße. Hier ist auch direkt an dieser Straße eine Tankstelle. Das hast du auch noch nicht so gesehen. Also eigentlich ist das wie so ein kleiner, auch ganz schön gemachter Platz mit einem Brunnen in der Mitte, Pflanzungen und daneben aber diese Tanksäulen. Nee. Aber das scheint hier irgendwie so der einzige Treffpunkt zu sein zum Sonntag. Ja. Aber ansonsten ist ja alles da. Ja. So einen Brunnen gibt's, okay, der ist nicht aktiviert. Ein Defibrillator ist da. Ja, und Bäckerei, Bäckerei, die zu hat. ein kleiner Laden, der auch zu hat und eine Pizzeria, die Vielleicht nicht zu eventuell hat. offen hat. Es ist auch da. Also es ist irgendwie immer nicht so einladend. Also da sind alle Vorhänge zugezogen. Man sieht gar nicht, ob da Licht an ist oder nicht. Man muss da so richtig reingucken. Also da steht zwar Aperto daneben, aber das steht immer da, ob es nun offen ist oder nicht. Aber vielleicht probieren wir da jetzt mal unser Glück, weil wir haben jetzt nicht wirklich irgendwas Großartiges zu essen mit. Und da könnte man jetzt ja vielleicht noch was Kleines dort essen. Und ja, schauen wir einfach mal. Ja, genau. Wir hatten nämlich heute früh schon ein kleines bisschen Pech in Pitiano in den kleinen Gassen. Da gibt's eigentlich 2 Backshops, also 2 Panificio. Die hatten aber beide leider heute früh zu. Das eine sollte eigentlich laut Google Maps offen haben, aber dann stand ein Schild dran, dass sie noch bis Ende November geschlossen haben. Deswegen konnten wir uns jetzt gar nichts mitnehmen. Ja. Ja, wir sind natürlich Aber jetzt auch in der Zeit hier, da ist einfach nicht es viel. ist halt Also keine ob sich dann wirklich lohnt, da so einen Laden früh aufzumachen, ist halt die Frage. Ja. In Pitiano wohnen, glaube ich, so 3.500 Menschen und die meisten davon werden eher in diesem neuen, größeren Stadtteil wohnen, wo es auch eben 2 Einkaufsläden gibt, 2 Supermärkte und dann noch mehrere Panifici und was weiß ich nicht alles, Alimentari und
Ja, warum sollten die da bis in diese Gasse da latschen? Also ich glaube, die sind ja sowieso eher dann für die Touris da gedacht. Ich weiß nicht, hast du schon Hunger? Ja, irgendwie schon. Also sowas Herzhaftes, was Warmes wäre schon nicht schlecht. So. Na, dann gucken wir mal. Vielleicht teilen wir uns eine Pizza oder eine kleine Portion Nudeln. Pasta. Schauen wir mal, ob wir die offen haben. Na, dann fragen wir erstmal. Jana. Sono aperto, sì? Okay. Es gibt was zu essen. Aber keine Pizza. Wir haben was. Gut. So, wir waren jetzt essen. Pizza gab es nicht. Das hätte es jetzt erst zu Abend gegeben. Aber das ist ja auch in vielen Restaurants üblich so. Versuch war es wert, aber wir hatten richtig gute Gnocchi mit Gorgonzola und Birne. Und Anne hatte Tortelli. Tortelli, also so wie Ravioli sahen die eigentlich eher aus. Also große Gefüllte, Tortellini letztendlich. Ja, mit Butter, also mit Salbeibutter. Ja. Genau, sind wir jetzt ein bisschen gestärkt für unseren letzten Teil der Tour jetzt. War trotzdem ein bisschen komische Stimmung jetzt da drin. Also es war irgendwie, lief keine Musik, dann saß da so eine Familie, die anscheinend sehr ausgiebig da eben jetzt auch gegessen hat. Und dann war da so ein Holzofen und da kam irgendwann unten so der Rauch dort raus und wir dachten, oh Gott, ich bin da hier, hab mal kurz die Tür dann auch aufgemacht und da haben sie dann auch die Lüftung angemacht und so. Wir dachten, ups, das kann auch böse enden. Naja, gut, fahren wir weiter, solange es noch hell ist. Ich bin jetzt gerade ganz dankbar, dass es erstmal ein Stück nach oben geht. Ja, und dass wir jetzt weiterfahren. Denn irgendwie, trotz Essen, trotz warm im Restaurant, bin ich jetzt ein bisschen ausgekühlt. Und ja, will mich jetzt erstmal wieder warm strampeln. Und da kommt die Sonne gerade recht. Also bis auf die Berge da hinten sieht es irgendwie gerade total nach Deutschland aus. Naja, Solche Wege gibt es da auch viel. Felder und Eichenalleen Ja, gibt's auch zu Hause. witzig. Also hier steht jetzt ganz groß: Fattoria Giorgetto Proprietà Privata. Das was so viel heißt wie Privatbesitz, Privatgrund. Aber hier geht ja eindeutig noch dieser Wanderweg lang, der auch ausgeschildert ist. Deswegen fahren wir einfach mal weiter. Okay, das sieht so aus, als wäre es da wirklich so. Oder geht jetzt hier noch links ein Weg ab? Ja, doch, hier geht links durch den Weg ab. Ein Weg. Und Anne hat es direkt bei der ersten Sitz. Yes. Tja, ist jetzt die Frage, wie lang das so geht. Das ist halt das Problem mit November, dass es da eben auch öfter mal regnet. Boah. Ja, wir schauen mal. Wir gucken mal noch ein Stück vor. Aber hast du jetzt auch was getan, oder? Nein, ich bin nur schlammig. Schauen wir jetzt trotzdem erst mal ein Stück weiter, ob es besser wird. Weil der Weg ist jetzt auch 10 Kilometer lang, müssen wir bedenken. Und die Sonne geht langsam schon unter. Notfalls müssen wir die Straße wieder zurückfahren. Wir schauen mal. Nach Annes kleinem Sturz und den riesigen Pfützen hoffen wir auf Besserung und werden schon wenig später mit den unterschiedlichsten Untergründen, allesamt gut befahrbar, belohnt. Na du, das war gar keine Angst, oder? Wie
Gut, dass wir uns nicht haben abschrecken lassen. Nachdem wir einen steilen Abschnitt auf Asphalt heruntergefahren sind, passieren wir kurioserweise ein Schwimmbad und begeben uns dann auf einen Wanderweg in die Wildnis, auf den Sentiero del Procchio. Ich merke auch gerade, man sollte nicht so eine huckelige Tour machen, nachdem man gegessen hat. Nee, vor allem irgendwas mit Käse. Stößt ein bisschen auf gerade. Ja, bei mir auch. Ah nee, es ist mit dem Laub zu rutschig einfach. Technisch anspruchsvoll jetzt ja auf jeden Fall. Und es sei noch mal gesagt, wir sind keine Mountainbiker, wir sind auch noch nie Mountainbike gefahren. Also das ist jetzt wirklich das Maximum, was so mit unseren Rädern geht. Aber die Schwalbe Marathon Mondial, die schlagen sich ja ganz gut. Langsam aber sicher wird der Weg wieder breiter und wir lassen eine der herrlichsten Strecken hinter uns, die wir je gefahren sind. Ein schmaler und abschüssiger Pfad am Hang entlang. Zu Fuß wäre es der perfekte Wanderweg gewesen. Für uns auf den Rädern erwies sich die Strecke als ein tolles Abenteuer, voller Konzentration, Kraft und ein bisschen Herzklopfen. Zurück auf der Panoramastraße nach Pitiano erfreuen wir uns an den goldenen Strahlen der Abendsonne und bekommen nach dieser aufregenden Tagestour, deren schwierige Passagen wir auch gemeistert haben, einen richtigen Schub der Glückshormone und der Erleichterung.
Boah, ja, was für eine Tour jetzt noch am Ende. Also es waren heute nur 27 Kilometer und ich glaube so, ja, meine Uhr sagt jetzt 460 Höhenmeter immerhin. Aber das hat doch jetzt nochmal ganz schön geschlaucht am Ende. Ja, war sportlich und wie schon eigentlich gewusst, es ist eine Mountainbike-Strecke, wenn auch nur Stufe 1, aber selbst wenn ich jetzt Mountainbike-Anfängerin wäre, ja gut, mit einem anderen Fahrrad, aber ja, wäre trotzdem schon auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen, zumindest an einigen Stellen, wo der Weg wirklich so schmal wurde und das ganze trockene Laub, das ja auch manchmal eine richtig dicke Schicht war, ja, hat das Ganze auch nochmal schwerer gemacht. Ja, also es ist uns auch völlig bewusst, dass wir mit nicht den richtigen Rädern hier unterwegs waren, schon gar nicht am Anfang, als wir die Via KW runter sind. Ich meine, die sollte man vielleicht auch nicht unbedingt mit Rädern durchfahren, mal davon abgesehen, aber wir haben sie ja größtenteils sowieso dann geschoben. Und ja, 1, 2 Bachdurchquerungen waren heute dabei, die gar nicht so geplant waren. Ja, also keine Empfehlung, jetzt unbedingt diese Tour nachzufahren. Wir wollten heute einfach mal ein bisschen unsere Räder testen tatsächlich. Das war so der Plan. Wie gut kann man damit auch durch etwas sehr widriges Terrain fahren? Denn Mountainbikes wollen wir uns nicht anlegen und damit irgendwelche großen Touren fahren. Ja, und hat ja vielleicht der eine oder andere von euch oder die eine oder andere auch schon mal festgestellt, du kannst noch so gut deine Tour planen bei Komoot und noch so gut die Wege vorher auskundschaften, aber du weißt letztendlich nicht, vor welchem Weg du am Ende stehen wirst. Bedingungen können sich immer ändern, auch was das Wetter betrifft, und deswegen war das jetzt ein guter Test mal für unsere Räder, denn es kann ja jederzeit passieren, dass man irgendwie solche Bedingungen dann findet oder ausweichen muss auf irgendwelche anderen Wege. Genau, und vielleicht war das ja für euch auch so ganz interessant, um mal zu sehen, Mensch, kann ich denn vielleicht jetzt irgendwelche Trails oder so auch mit meinem Gravelbike oder mit meinem Tourenrad fahren. Ja. Also ja, wenns Rad gut genug ist. Ich bin immer wieder froh, dass ich Riemen habe, aber ich glaube, mit deiner Kette hattest du jetzt eigentlich auch nicht so viele Probleme. Ich hatte gar keine Probleme, es war super gut. Also ja. Es war jetzt auch nicht wiederum so schlammig, dass man jetzt direkt da drin versunken ist, aber egal. Mit den letzten Bildern von der historischen Altstadt von Pigliano in der Abendsonne würden wir uns dann auch langsam verabschieden. Also es ist wirklich ein herrlicher Ort hier. Da können wir auf jeden Fall empfehlen, hier mal herzukommen. Vielleicht nicht unbedingt zur Hochsaison. Da kann ich mir vorstellen, dass die Gänge und Gassen sehr voll werden und es sehr, sehr eng wird. Aber jetzt gerade hier im November, warum nicht, ne? Also da kriegt man auch super günstig noch Unterkünfte. Und also die Stadt ist es allemal wert, mal besucht zu werden. Wer von euch auch jetzt nochmal total interessiert ist an diesen Höhlenstraßen, diesen Vie Cave und den etruskischen Gräbern und der Geschichte von Pigliano und der Umgebung, ja, schaut einfach gerne auch nochmal bei unserem zweiten Kanal, dem Kanal Alpenbummler, mit vorbei, denn da haben wir auch noch eine coole Wanderung mit hochgeladen. Da könnt ihr euch auch nochmal inspirieren lassen, was man hier so zu Fuß erkunden kann. Ansonsten, ja, geht's für uns jetzt in 2 Tagen weiter nach Saturnia. Das wird nur eine recht kurze Strecke werden. Mal sehen, ob wir die überhaupt dann aufnehmen. Und dann fahren wir auch bald schon wieder zurück an die Mittelmeerküste, bevor es dann nach Hause geht. Also unser Urlaub neigt sich ganz langsam dem Ende auch schon wieder zu. Ich glaube, so Halbzeit ist jetzt ungefähr. Wir würden uns dann auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und gut, jetzt wünschen wir euch erstmal noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, sagen Buona Serata und sehen euch dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, dass ihr zugeschaut habt und mit dabei wart bei uns. Wir freuen uns da immer sehr darüber. Schreibt uns gerne einen Kommentar, da würden wir uns freuen, und macht's gut und macht's euch schön. Bis bald. Bis bald und das Liken nicht vergessen. Ciao. Ciao, ciao.